They are among the biggest explosions of radio energy in the entire universe. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Ein kosmischer Riese steht kurz vor der Auslöschung. Betelgeuse, ein massereicher roter Überriese, flackert, wird schwächer und zeigt Anzeichen einer bevorstehenden Supernova. Dr. Michio Kaku warnt, dass diese bereits 2025 ausbrechen und ein Himmelsspektakel auslösen könnte, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Könnte sich diese katastrophale Explosion auf die Erde auswirken? Astronomen rennen um die Wette, um die letzten Momente zu entschlüsseln und unheimliche Signale des sterbenden Sterns zu entdecken. Machen Sie sich auf die schockierende Wahrheit hinter dem tickenden Countdown von Betelgeuse gefasst. Betelgeuses hohes Alter. Betelgeuse ist nicht nur ein weiterer glitzernder Punkt am Nachthimmel, sondern eine tickende Zeitbombe in den Weiten des Weltraums. Dieser kolossale rote Überriese im Sternbild Orion fasziniert die Astronomen seit Jahrhunderten mit seinem unheimlichen, purpurnen Leuchten. Aber es gibt eine verblüffende Wendung, er war nicht immer rot. Vor etwa 2 Millionen Jahren leuchtete Betelgeuse in einem gelblichen Farbton, ähnlich wie unsere eigene Sonne. Doch dieser Stern führt ein Leben auf der kosmischen Überholspur. Mit mehr als der 12-fachen Masse der Sonne und der 500-fachen Größe verbrennt Betelgeuse seinen Brennstoff mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Während er altert, bläht er sich zu einem monströsen, instabilen Riesen auf. Seine Oberfläche kühlt ab und verfärbt sich in das tiefe Rot, das wir heute sehen, ein deutliches Warnzeichen für sein bevorstehendes Schicksal. Dieser uralte Titan befindet sich nun in seinem Todeskampf. Seine äußeren Schichten dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, wodurch er unvorhersehbar pulsiert und sich verdunkelt. Im Jahr 2019 verdunkelte er sich stärker als je zuvor und versetzte die wissenschaftliche Gemeinschaft in Aufruhr. Könnte dies der letzte Akt vor der großen Explosion sein? Dr. Michio Kaku und andere Experten vermuten, dass wir diesem Moment näher sind, als wir es uns je vorstellen konnten. Die Beweise häufen sich. Betelgeuse stößt regelmäßig gewaltige Gas- und Staubwolken in den Weltraum aus, die auf heftige innere Erschütterungen hindeuten. Wenn es zu einer Supernova kommt, wird die daraus resultierende Explosion so intensiv sein, dass sie den Mond überstrahlen und die Nacht zum Tag machen könnte. Und obwohl sich die Erde in sicherer Entfernung, etwa 600 Lichtjahre, befindet, wird das kosmische Feuerwerk mit nichts vergleichbar sein, was die Menschheit je erlebt hat. Mit Teleskopen wie dem James Webb, die immer tiefer in seine Geheimnisse eindringen, bleibt Betelgeuse einer der am besten beobachteten Sterne im Universum. Jedes Flackern, jeder Pulsschlag könnte ein Schritt in Richtung des Unvermeidlichen sein. Wenn Sie also das nächste Mal zu Orions Schulter hinaufschauen, denken Sie daran, Sie blicken auf einen sterbenden Riesen, der kurz vor einem ehrfurchtgebietenden Finale steht. Die einzige Frage ist, wann wird der Vorhang endlich fallen? Große Masse und schnelle Alterung. Betelgeuse sticht am Himmel nicht nur durch seine Größe hervor, die bis zum 500-fachen des Sonnendurchmessers reicht, sondern auch durch sein enormes Gewicht. Wissenschaftler schätzen seine Masse auf mindestens das 12-fache unserer Sonne, was ihn zu einem echten Schwergewicht unter den Sternen macht. Wenn es um den Lebenszyklus eines Sterns geht, hat die Masse einen direkten Einfluss darauf, wie schnell ein Stern altert. Einfach ausgedrückt, je größer der Stern ist, desto schneller verbrennt er seinen verfügbaren Brennstoff. Aus diesem Grund stufen die Astronomen Betelgeuse als schnell alternden roten Überriesen ein. In Sternen wird die Energie durch Kernfusion erzeugt. Während des größten Teils des Lebens eines Sterns verschmelzen die Wasserstoffatome im Kern zu Helium, wobei intensive Hitze und Licht freigesetzt werden. Ein so massereicher Stern wie Betelgeuse verbraucht den Wasserstoff jedoch viel schneller. Bei Sternen mit geringerer Masse, wie unserer Sonne, kann der Wasserstoff für Milliarden von Jahren reichen. Aber bei Betelgeuse, der etwa 12 bis 19 Sonnenmassen hat, ist dieser Brennstoff viel schneller verbraucht, so dass er auf der kosmischen Zeitachse früher in seine fortgeschrittenen Jahre kommt. Ein Paradebeispiel für die schnelle Alterung von Betelgeuse ist seine evolutionäre Farbveränderung. Ursprünglich eher gelblich, kühlte er sich allmählich ab und dehnte sich aus, bis er zu dem roten Überriesen wurde, den wir heute sehen. Diese Ausdehnung ist ein typisches Merkmal von Sternen, die einen großen Teil ihrer Wasserstoffvorräte verbraucht haben. Die äußeren Schichten wirbeln nach außen und lassen den Stern aufgebläht erscheinen. Gleichzeitig sinkt seine Oberflächentemperatur aufgrund der vergrößerten Oberfläche, was zu einem kühleren, rötlicheren Leuchten führt.
Mit einer größeren Masse geht auch eine größere Instabilität einher. Die Helligkeit von Betelgeuse schwankt häufig, weil er pulsiert, sich ausdehnt und zusammenzieht, während seinem Kern allmählich der stabile Brennstoff ausgeht. Diese Pulsationen beschleunigen seine instabile Phase und bringen ihn noch näher an das Endstadium eines massereichen Sterns heran. Gas- und Staubemissionen, die in den letzten Jahren an seiner Oberfläche beobachtet wurden, könnten ebenfalls auf dramatische Veränderungen hinweisen, die auftreten, wenn Betelgeuse sich auf sein endgültiges Schicksal, eine Supernova vom Typ 2, vorbereitet. Während das schnelle Altern in der Astronomie noch Hunderte oder Tausende von Jahren dauern kann, ist Betelgeuse aufgrund seiner gewaltigen Masse auf der Überholspur. Wissenschaftler wie Michio Kaku weisen auf die Möglichkeit hin, dass das Ende des Sterns früher als erwartet kommen könnte. Sein massiver Energieausstoß, gepaart mit plötzlichen Verdunkelungsereignissen, deutet darauf hin, dass Betelgeuse möglicherweise näher an einer Explosion ist, als wir bisher glaubten, eine direkte Folge davon, dass er buchstäblich zu groß für sein eigenes Wohl ist. Jüngste Verdunkelungsereignisse 2019-2021. Die Jahre 2019 bis 2021 sind für Astronomen, die Betelgeuse erforschen, voller Geheimnisse und Aufregung. Dieser rote Riesenstern ist bereits dafür bekannt, dass sich seine Helligkeit aufgrund seiner pulsierenden Oberfläche verändert. Doch ab Ende 2019 begann er auf eine Weise zu verdunkeln, die Wissenschaftler noch nie zuvor gesehen hatten. Im Februar 2021 erreichte seine Helligkeit den niedrigsten jemals gemessenen Wert. Dieser extreme Helligkeitsabfall überraschte die Astronomie und warf viele Theorien darüber auf, was in diesem alternden Stern vor sich gehen könnte. Helligkeitsschwankungen sind für Betelgeuse nichts Neues. Normalerweise wird sie über Wochen oder Monate hinweg heller und dunkler. Dies wird durch das Ausdehnen und Zusammenziehen des Sterns verursacht. Doch ab 2019 bemerkten die Wissenschaftler, dass etwas viel Dramatischeres im Spiel war. In dieser Zeit erschien der Stern am Nachthimmel viel schwächer, was die Frage aufkommen ließ, ob er kurz vor einer Supernova stehen könnte, einem Ereignis, bei dem ein massereicher Stern in einem Ausbruch von unglaublichem Licht und Energie explodiert. Eine mögliche Erklärung für die ungewöhnliche Verdunkelung war eine massive Staubwolke, die von Betelgeuse selbst ausgestoßen wurde. Sterne wie dieser können manchmal Teile ihrer äußeren Schichten ins All blasen. Wenn dieser Staub oder dieses Gas unsere Sichtlinie kreuzt, kann er das Licht des Sterns blockieren, wodurch er von der Erde aus schwächer erscheint. Andere meinen, dass Veränderungen an der Oberfläche, wie größere dunkle Flecken oder ein plötzlicher Temperaturabfall, die Gesamthelligkeit in diesen Monaten geschwächt haben könnten. Der Zeitpunkt könnte nicht interessanter sein. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Astronomen diese Rekordtiefs in der Helligkeit sahen, erfuhren sie auch, dass Betelgeuse einen Teil seiner Oberfläche in den Weltraum ausgestoßen hatte. In Verbindung mit den ständigen Pulsationen des Sterns und seinem bekannten Alter lösten diese Ereignisse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Alarm aus. Namhafte Experten, darunter Michio Kaku, äußerten die Befürchtung, dass Betelgeuse früher als erwartet explodieren könnte. Obwohl früher im kosmischen Sinne immer noch Jahre oder Jahrzehnte bedeuten kann, hat die Verdunkelung von 2019 bis 2021 die Diskussion darüber angeheizt, dass die letzten Tage des Sterns näher sein könnten als bisher angenommen. Mitte 2021 begann Betelgeuse, einen Teil seiner verlorenen Helligkeit wiederzuerlangen, was die Befürchtungen vor einer bevorstehenden Supernova verringerte. Dennoch lehrte die Episode die Astronomen wichtige Lektionen über das Verhalten des Sterns. Es erinnerte alle daran, dass Betelgeuse zwar gut erforscht ist, aber immer noch für Überraschungen gut sein kann. Dank der Aufmerksamkeit, die die Verdunkelung erregt hat, sind nun mehr Teleskope auf Betelgeuse gerichtet, um nach weiteren Anzeichen für Probleme Ausschau zu halten. Diese ungewöhnliche Verdunkelung markiert vielleicht nicht das große Finale des Sterns, aber sie hat deutlich gemacht, wie unberechenbar und faszinierend dieser rote Riese sein kann. Typ 2 Supernova-Erwartung. Eine Supernova vom Typ 2 ist eines der dramatischsten Ereignisse im Universum. Sie entsteht, wenn ein massereicher Stern wie Betelgeuse den Brennstoff in seinem Kern verbraucht und sich nicht mehr stabil halten kann. Die Schwerkraft zieht den Kern des Sterns plötzlich nach innen und lässt ihn kollabieren. Dieser heftige Kollaps prallt dann in einer gewaltigen Schockwelle ab,
die die äußeren Schichten des Sterns mit enormer Geschwindigkeit ins All schleudert. Das Ergebnis ist eine helle, gewaltige Explosion, die für kurze Zeit jeden anderen Stern in seiner Heimatgalaxie in den Schatten stellen kann. Für Betelgeuse, der etwa 12 bis 19 Mal schwerer ist als unsere Sonne, ist eine Supernova vom Typ 2 das natürliche Ende seines Lebenszyklus. Sterne mit hoher Masse sind dafür bekannt, schnell zu leben und jung zu sterben, da sie ihren Wasserstoffbrennstoff viel schneller verbrauchen als Sterne mit geringerer Masse. Während sich Betelgeuse dieser letzten Phase nähert, beobachten Wissenschaftler Anzeichen wie Verdunkelung, Oberflächenflecken und Massenauswürfe, die auf eine drohende Instabilität tief in seinem Kern hinweisen. Wenn eine Supernova vom Typ 2 schließlich auftritt, wird eine gewaltige Energiemenge freigesetzt. Licht. Wärme und Strahlung strömen in den Weltraum und werden oft hell genug, um von der Erde aus bei Tageslicht gesehen zu werden, wenn der Stern nahe genug ist. Im Fall von Betelgeuse sind die meisten Wissenschaftler der Meinung, dass wir mit etwa 600 Lichtjahren weit genug entfernt sind, um direkte Schäden zu vermeiden. Einige sind jedoch besorgt, dass wir nicht alle möglichen Szenarien vollständig verstehen. Der Gedanke, dass die Explosion von Betelgeuse auf der Erde echte Probleme verursachen könnte, steht noch zur Debatte. Supernovae spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Entstehung neuer Elemente. Wenn die Schockwelle bei einer Supernova vom Typ 2 den Stern durchschlägt, schmiedet sie schwerere Elemente wie Eisen, Nickel und Gold und schickt sie ins All. Dieser Sternenstaub kann später Teil neuer Sterne, Planeten und sogar Lebensformen werden. Tatsächlich ist ein Großteil des Eisens in ihrem Blut und des Goldes in ihrem Schmuck wahrscheinlich in explodierenden Sternen wie Betelgeuse entstanden. Trotz der Aufregung um eine mögliche Betelgeuse-Supernova weiß niemand genau, wann sie stattfinden wird. In kosmischen Begriffen kann bald ein paar Jahre oder ein paar tausend Jahre bedeuten. Aber jedes Zeichen der Veränderung, wie die beispiellose Verdunkelung zwischen 2019 und 2021, erregt die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Sollte Betelgeuse noch zu unseren Lebzeiten explodieren, wäre dies eine seltene Gelegenheit, eine Supernova des Typs 2 aus nächster Nähe zu beobachten, und würde zweifellos spannende Möglichkeiten zur Erforschung eines der spektakulärsten Phänomene der Natur bieten. Mögliche Auswirkungen auf die Erde. Möglicherweise könnte eine Supernova von Betelgeuse die Erde mit intensiver Strahlung, Schockwellen und anderen kosmischen Effekten überziehen. Obwohl viele Astronomen der Meinung sind, dass wir aufgrund seiner Entfernung von etwa 600 Lichtjahren nicht in Gefahr sind, haben die jüngsten Beobachtungen und neuen Entdeckungen Fragen aufgeworfen. Einige Wissenschaftler, darunter Michio Kaku, befürchten, dass Betelgeuse unbekannte Faktoren oder Superkräfte besitzt, die überraschende Folgen haben könnten, wenn er früher als erwartet explodiert. Eine große Sorge gilt der Strahlung. Supernovae setzen oft starke Gammastrahlen frei. Die Strahlung unserer Sonne hat bereits sichtbare Auswirkungen auf unser Klima und unsere Umwelt und trägt zur globalen Erwärmung bei. Die Strahlung einer Supernova könnte 1000-mal stärker sein als die unserer Sonne. Wenn sie die Erde in signifikanter Menge erreicht, könnte diese Explosion unsere Ozonschicht beschädigen, die uns vor schädlichen ultravioletten Strahlen schützt. Der Verlust dieser Schutzschicht würde die Belastung des Planeten durch gefährliche Strahlung drastisch erhöhen und zu Mutationen, Krankheiten und Massenaussterben führen. Eine weitere gefürchtete Folge ist die Schockwelle, die bei der Explosion entsteht. Im Wirtsgebiet des Sterns kann eine solche Schockwelle alles auf ihrem Weg auslöschen. Obwohl Betelgeuse weit entfernt ist, besteht die geringe Möglichkeit, dass starke Energie und Teilchen unter extremen Bedingungen in unsere Richtung gelangen könnten. Im schlimmsten Fall würde die Erde von hochenergetischen kosmischen Trümmern getroffen, die in der Atmosphäre Verwüstung anrichten und möglicherweise Umweltkatastrophen und weitreichende Zerstörung verursachen. Selbst wenn die Erde den härteren Auswirkungen der Supernova entgehen würde, könnten die Folgen dramatisch sein. Astronomen sagen voraus, dass bei einer Explosion von Betelgeuse das daraus resultierende Lichtspiel sogar bei Tageslicht sichtbar sein würde. Nachts könnte die Supernova den Mond wochenlang, vielleicht sogar monatelang, überstrahlen, bevor sie schließlich verblasst. Obwohl diese beinahe Sonne ein aufregender Anblick sein könnte, können die Strahlungsrisiken, die in unserer Entfernung als minimal angesehen werden, nicht völlig ausgeschlossen werden, bis mehr bekannt ist. Wenn die Supernova von Betelgeuse Instabilitäten in anderen nahegelegenen Sternen auslöst, wie sie
b in Capella, der nur 43 Lichtjahre entfernt ist, könnte sie eine Kette von möglicherweise verheerenden Ereignissen auslösen. Dieses Szenario bleibt spekulativ, aber es trifft den Geist der Vorsicht, den einige Wissenschaftler anmahnen, argumentieren, dass das Universum noch viele Geheimnisse birgt. Letztendlich reichen die möglichen Auswirkungen einer Betelgeuse-Supernova auf die Erde von einer harmlosen Himmelsshow bis hin zu einem katastrophalen Strahlungsereignis. Auch wenn die Mainstream-Wissenschaft zu Optimismus neigt, veranlassen uns die Verdunkelungen von 2019 bis 2021 und die plötzlichen Massenauswürfe dazu, weiter zu beobachten. Schließlich sind kosmische Überraschungen ein Teil dessen, was den Weltraum so faszinierend und so unvorhersehbar macht. Michio Kaku's Alarm. Michio Kaku, der bekannte theoretische Physiker, hat lautstark davor gewarnt, dass Betelgeuse möglicherweise viel früher als erwartet zur Supernova wird. Seit Jahrzehnten beobachten Wissenschaftler fasziniert die seltsamen Helligkeitsschwankungen von Betelgeuse. Als die Verdunkelung jedoch zwischen 2019 und 2021 ein Rekordniveau erreichte, äußerten Kaku und andere Experten die Befürchtung, dass diese seltsamen Schwankungen bedeuten könnten, dass der Stern an die Tür des Todes klopft. Betelgeuse ist es, was Astronomen einen roten Überriesen nennen, viel größer und schwerer als unsere Sonne und bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Lebens. Schwere Sterne wie Betelgeuse halten nicht so lange wie kleinere, weil sie ihren Kernbrennstoff in rasantem Tempo verbrauchen. Doch die plötzliche starke Verdunkelung von Betelgeuse in Verbindung mit massiven Gas- und Staubausströmungen deutete für Kaku und andere darauf hin, dass er sich dem Punkt ohne Wiederkehr nähern könnte. Wenn er in einer Supernova vom Typ 2 explodiert, könnte das Ereignis kurzzeitig zu einem der hellsten Anblicke am Himmel der Erde werden, der sogar tagsüber sichtbar ist. Kaku ist nicht nur wegen des Untergangs des Sterns besorgt, sondern auch wegen der möglichen kosmischen Auswirkungen auf die Erde. Während die meisten Astronomen behaupten, dass Betelgeuse mit einer Entfernung von etwa 600 Lichtjahren zu weit entfernt ist, um uns direkt zu schaden, hat Kaku auf die vielen Unbekannten aufmerksam gemacht. Jüngste Durchbrüche wie die Entdeckung massereicher verborgener Galaxien durch das James-Webb-Teleskop zeigen, wie neue Daten regelmäßig alte Annahmen über den Haufen werfen. Könnten Faktoren im Spiel sein, die wir einfach noch nicht verstehen? Ein beunruhigender Gedanke, den Kaku hegt, ist, dass die Supernova von Betelgeuse Strahlungsströme oder energiereiche Teilchen auf die Erde schicken könnte, die unsere derzeitigen Modelle nicht berücksichtigen. Ein anderes Szenario sieht vor, dass eine Schockwelle möglicherweise andere, näher gelegene Sterne erreicht und eine Kaskade von Ereignissen auslöst, die noch gefährlicher sein könnten. Obwohl diese Szenarien abwegig klingen, erinnert uns die rasante Entwicklung der astrophysikalischen Entdeckungen daran, dass kosmische Überraschungen keine Seltenheit sind. Kaku möchte vor allem, dass die Menschheit Betelgeuse genauer im Auge behält. Die Verdunkelungsgeschichte des Sterns sorgte nicht ohne Grund für internationale Schlagzeilen. Es war anders als die üblichen Pulsationen, an die wir uns gewöhnt haben. Da Betelgeuse so riesig ist und so kurz vor seinem unvermeidlichen Kollaps steht, könnte jede neue Veränderung ein Hinweis darauf sein, dass sich der Countdown für eine Supernova beschleunigt. Ob es nun im nächsten Jahr, in einem Jahrzehnt oder in 1000 Jahren geschieht, Michio Kaku mahnt uns, wachsam zu sein, bis dieser kosmische Riese endlich sein feuriges Ende findet. Möglicherweise 2025 oder früher als erwartet. Es war schon immer bekannt, dass Betelgeuse sich dem Ende seines Lebens nähert. Aber die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Zeit schneller abläuft als bisher angenommen. Zu den meistdiskutierten Ideen gehört die Möglichkeit, dass Betelgeuse bis 2025 explodieren könnte. Oder zumindest früher als erwartet. Die rekordverdächtige Verdunkelung des Sterns zwischen 2019 und 2021 erregte weltweit Aufmerksamkeit und deutete darauf hin, dass Betelgeuse kurz vor einer spektakulären Supernova stehen könnte, die den Mond überstrahlen und sogar tagsüber sichtbar werden könnte. Jahrelang gingen viele Experten davon aus, dass Betelgeuse noch Jahrhunderte, wenn nicht gar 1000 Jahre vor sich hat, bevor er von der kosmischen Bühne verschwindet. Doch die plötzliche intensive Verdunkelungsphase in Verbindung mit einem massiven Oberflächenausbruch im Jahr 2019, bei dem die Spitze von Betelgeuse eine riesige Menge an Gas und Staub ausstieß, hat einige zu der Annahme veranlasst,
dass der Kollaps des Sterns jeden Tag oder zumindest innerhalb unserer heutigen Generation eintreten könnte. Die Warnungen von Michio Kaku haben diesen Diskussionen neuen Auftrieb gegeben. Wenn Betelgeuse wirklich kurz vor dem Tod steht, könnte sein letzter Akt viel früher eintreten als die sicheren traditionellen Schätzungen. Das James Webb Weltraumteleskop hat ebenfalls Anhaltspunkte dafür geliefert, dass unsere Annahmen möglicherweise aktualisiert werden müssen. Dieses Instrument hat die Wissenschaftler mit der Entdeckung massereicher Galaxien und allerlei unerwarteter Strukturen im gesamten Universum überrascht. Diese Entdeckungen erinnern daran, dass kosmische Ereignisse den Vorhersagen der Lehrbücher widersprechen können. Wenn Betelgeuse versteckte Eigenschaften wie stärkere Magnetfelder oder unbekannte Prozesse in seinem Kern aufweist, könnte die Menschheit von einer früheren Detonation überrascht werden. Natürlich bedeutet bald in der Astronomie nicht immer zu unseren Lebzeiten. Die Möglichkeit einer Supernova im Jahr 2025 oder eines anderen Datums, das wir noch erleben könnten, regt jedoch zu faszinierenden Diskussionen an. Je nach dem genauen Zeitpunkt seiner Explosion könnte Betelgeuse für Wochen oder sogar Monate zu einem unvergesslichen Anblick am Himmel der Erde werden. Er könnte kurzzeitig mit der Tagessonne konkurrieren, die Nächte fast so hell wie ein Vollmond machen und endlose wissenschaftliche Forschungen auslösen. Dennoch bestehen viele Astronomen darauf, dass wir angesichts der Entfernung von Betelgeuse von etwa 600 Lichtjahren vor schädlicher Strahlung sicher sind. Da wir jedoch immer noch lernen, wie viel wir nicht über Sterne wissen, bleibt die Vorstellung, dass Betelgeuse früher als erwartet zur Supernova wird. Eine spannende und leicht beunruhigende Aussicht. Ob das Jahr 2025 das Ende markiert oder der Stern noch weitere 1000 Jahre durchhält, werden Wissenschaftler weltweit aufmerksam beobachten, um zu sehen, ob Betelgeuse sich entschließt, die Show seines Lebens zu veranstalten. Ungewöhnlicher Massenauswurf im Jahr 2019. Im Jahr 2019 versetzte Betelgeuse die Astronomen in Erstaunen, als er eine gewaltige Gas- und Staubwolke in den Weltraum schleuderte, ein Ereignis, das so stark war, dass einige es als den Stern bezeichneten, der seinen Höhepunkt erreicht. Jahrelang war bekannt, dass Betelgeuse sich ausdehnt und zusammenzieht, wodurch seine Helligkeit flackert. Doch dieses Mal geschah etwas ganz anderes. Anstelle der üblichen Pulsationen stieß der Stern ein riesiges Stück von sich selbst aus, wodurch ein dramatischer Staubschleier entstand, der das Licht von Betelgeuse vor unserem Blick auf die Erde verbarg. Wissenschaftler stellten fest, dass die Helligkeit von Betelgeuse nach diesem Ausbruch einen Sturzflug begann, der zu dem Anfang 2021 beobachteten Rekordtief führte. Es ist zwar normal, dass rote Überriesen im Laufe der Zeit Material verlieren, aber das Ausmaß dieses Ausstoßes im Jahr 2019 war außergewöhnlich und gab Anlass zu der Vermutung, dass Betelgeuse näher an einer Supernova-Explosion sein könnte als bisher angenommen. Experten, darunter Michio Kaku, äußerten sich besorgt darüber, was ein so großer Ausbruch für die Stabilität und den Zeitplan des Sterns bedeuten könnte. Dieser Massenauswurf diente als kosmisches Puzzlestück, das mehr über das Innenleben von Betelgeuse verrät. Sterne wie Betelgeuse verbrauchen ihren Brennstoff aufgrund ihrer enormen Größe in einem rasanten Tempo, weshalb sie im Vergleich zu kleineren, weniger massereichen Sternen eine relativ kurze Lebensdauer haben. Sterbende Sterne stoßen in ihrer Endphase oft gewaltige Plasmawolken aus. Aber der Ausstoß von 2019 stach sowohl durch seine Intensität als auch durch seinen Zeitpunkt hervor. Das aufgewirbelte Gas und der Staub bildeten eine Art temporären Schutzschild, der einen Teil des Lichts von Betelgeuse blockierte und es für Beobachter auf der Erde merklich schwächer werden ließ. Für Himmelsbeobachter war das Ereignis 2019 eine aufregende, aber auch beunruhigende Entwicklung. Viele fragten sich, ob der endgültige Kollaps des Sterns bereits begonnen hatte. Andere argumentierten, dass Betelgeuse noch Jahrhunderte vor sich haben könnte, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Stern in jenem Jahr eine tiefe innere Erschütterung erlebte. Seitdem haben Astronomen verschiedene Teleskope, darunter das James Webb Space Telescope, eingesetzt, um die zurückgelassene Trümmerwolke zu untersuchen, in der Hoffnung, das Rätsel zu lösen. Wie und warum Betelgeuse so viel Masse auf einmal ausgestoßen hat. Inzwischen hat Betelgeuse etwas von seiner verlorenen Helligkeit wiedererlangt, was darauf hindeutet, dass er nicht unmittelbar vor einer Explosion steht.
Dennoch ist der Ausbruch von 2019 ein deutlicher Hinweis auf die Unberechenbarkeit des Sterns und die Möglichkeit, dass wir eines der spektakulärsten Ereignisse am Nachthimmel, eine Betelgeuse-Supernova, früher als erwartet erleben könnten. JWST und neue kosmische Entdeckungen. Das James Webb Weltraumteleskop, JWST, verändert unsere Sicht auf das Universum in großem Maße. Eines der überraschendsten Ergebnisse war die Entdeckung von 6 massereichen Galaxien, die in ihrer Größe mit der Milchstraße konkurrieren. Vor JWST gingen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich so große Galaxien so früh in der kosmischen Geschichte gebildet haben. Aber jetzt sind sie da und stellen alles in Frage, was wir über das Wachstum von Galaxien zu wissen glaubten. Allein diese Entdeckung zeigt, dass unser Universum noch viele Geheimnisse verbirgt, die darauf warten, von hochmodernen Teleskopen wie dem JWST aufgedeckt zu werden. Ein weiteres wichtiges Ziel für JWST und die Astronomen ist Betelgeuse, der riesige rote Stern im Sternbild Orion. Betelgeuse hat sich in den letzten Jahren ungewöhnlich verhalten, insbesondere mit seinen rekordverdächtigen Verdunkelungsereignissen zwischen 2019 und 2021. Während Teleskope auf der Erde diesen kosmischen Riesen genau im Auge behalten haben, kann JWST ihn in Wellenlängen beobachten, die wir noch nie zuvor deutlich gesehen haben. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler viel mehr über die Gas- und Staubwolken erfahren können, die Betelgeuse ausstößt, oder sogar Hinweise auf seine zukünftige Explosion erhalten. Diese neuen kosmischen Entdeckungen verdeutlichen, wie JWST das Universum mit noch nie dagewesener Präzision beobachten kann. Vom Aufspüren von Staubtaschen um sterbende Sterne bis hin zur Identifizierung verborgener Galaxien, die kurz nach dem Urknall entstanden sind, bringt JWST die Astrophysik auf ein neues Niveau. Betelgeuse zum Beispiel galt einst als so weit entfernt, etwa 600 Lichtjahre, dass die Gefahr einer möglichen Supernova für die Erde als weniger bedenklich galt. Aber die Existenz unerwarteter Superkräfte, wie einige Wissenschaftler sie nennen, deutet darauf hin, dass Betelgeuse sich auf eine Art und Weise verhält, die wir noch immer nicht ganz verstehen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis des JWST ist, dass unser Universum dynamischer ist, als wir glauben. Die bemerkenswerten Bilder des Teleskops haben bereits Details von neugeborenen Sternen, sich drehenden Galaxien und wirbelnden Wolken aus kosmischem Staub an Orten gezeigt, von denen wir kaum wussten, dass sie existieren. Jedes neue Bild schreibt ein Stück Astronomiegeschichte neu, indem es Einblicke in verborgene Strukturen im tiefen Weltraum gewährt oder überraschende Merkmale in bekannten Sternen wie Betelgeuse offenbart. Mit der Fortsetzung der JWST-Mission können wir mit noch mehr Entdeckungen rechnen, die unser Verständnis herausfordern werden. Ob es nun weitere seltsame Galaxien enthüllt, die eigentlich gar nicht existieren dürften, oder die Signale des letzten Countdowns von Betelgeuse auffängt, das JWST steht an der Spitze dieser neuen Ära der Weltraumforschung. Und für alle, die unbedingt sehen wollen, wie sich diese kosmischen Dramen entfalten, verspricht das James Webb Space Telescope einen Platz in der ersten Reihe bei der größten Show außerhalb der Erde. Spektakuläres Himmelsschauspiel. Betelgeuse, der feurige Titan des Orion, ist kein gewöhnlicher Stern. Er ist eine tickende kosmische Zeitbombe, die kurz davor steht, das spektakulärste Lichtspiel zu liefern, das unser Nachthimmel je gesehen hat. Wenn dieser rote Überriese schließlich in einer Supernova vom Typ 2 ausbricht, könnte er so intensiv leuchten, dass er den Mond überstrahlt und sogar am hellen Tag sichtbar bleibt. Stellen Sie sich vor, ein zweiter brillanter Stern leuchtet am Himmel und taucht den Himmel für Wochen, vielleicht sogar Monate, in atemberaubende Farben. Allein der Gedanke daran lässt Astronomen und Sterngucker gleichermaßen in Ehrfurcht und Vorfreude erstarren. Mit jedem Flackern und Aufflackern flüstert Betelgeuse eine Warnung. Er nähert sich dem Ende seines Lebens. Und der Countdown für sein katastrophales Ende könnte näher sein, als wir denken. Im Jahr 2019 schwächte sich der Stern dramatisch ab und löste wilde Spekulationen aus. War es nur ein weiterer seiner unregelmäßigen Impulse oder das erste wirkliche Anzeichen des bevorstehenden Untergangs? Dr. Michio Kaku und andere Experten glauben, dass die heftigen Gas- und Staubausbrüche die Vorboten einer bevorstehenden Explosion sein könnten. Wenn dies geschieht, wird sich Betelgeuse in ein himmlisches Leuchtfeuer verwandeln, ein kosmisches Inferno, das unseren Himmel wie nie zuvor erhellt.
Manche sagen voraus, dass die Helligkeit der Supernova mit der des Mondes konkurrieren könnte, unheimliche Schatten in die Nacht wirft und die Welt mit einem einmaligen kosmischen Spektakel blendet. Es wird das ultimative Feuerwerk sein, nur dass es diesmal die Natur ist, die den Himmel in Flammen aufgehen lässt. Das Ereignis ist nicht nur ein beeindruckendes Schauspiel, sondern wird den Wissenschaftlern einen seltenen Einblick in das explosive Sterben massereicher Sterne gewähren. Doch eine solche Kraft bringt auch Bedenken mit sich. Betelgeuse ist zwar komfortable 600 Lichtjahre entfernt, doch manche machen sich Sorgen über mögliche Gefahren, Strahlung, Schockwellen oder sogar unvorhergesehene kosmische Überraschungen. Zum Glück sind sich die meisten Experten einig, dass wir uns in einem sicheren Abstand befinden, um das Spektakel einfach nur zu genießen. Behalten Sie also Ihre Augen am Himmel. Wenn Sie das nächste Mal einen Blick auf Orions Schulter werfen, denken Sie daran, Sie sehen einen sterbenden Riesen, der am Rande einer Explosion steht, die den Kosmos erschüttern könnte. Und wenn es endlich soweit ist, wird das Universum eine Show für die Ewigkeit bieten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu mögen, zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken, damit Sie die neuesten kosmischen Entdeckungen nicht verpassen. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video.